Das Leben fühlt sich gerade so chaotisch an. Ich habe ja mich eigentlich schon von dem Gedanken verabschiedet, mal einen Job zu finden, der auch zu mir passt. Das ist nicht leicht zu durchstehen. Gerade scheint wirklich alles schief zu gehen. Ich habe 2 Tage lang an meinem neuen Video geschnitten. Und dann konnte ich die Projektdatei nicht mehr öffnen. Mein komplettes Video ist verloren gegangen. Bin ich hier in Schweden von meinem eigentlichen Weg abgekommen? Um meine aktuelle Verzweiflung zu verstehen, machen wir einen kleinen Rückblick. In Deutschland war mein Weg bis zu meiner Auswanderung klar abgegrenzt. Ich mache gerade einen kleinen Sonntagsspaziergang, weil das Wetter einfach unglaublich schön ist. Sonnenschein, schöne warme Frühlingsluft, Vogelgezwitscher. Das ist unglaublich schön, wieder in diese Frühlingsenergie zu kommen. Die macht mich sehr lebendig. Das habe ich extrem vermisst nach dem langen Winter. Ja, und ich möchte eine kleine Waldtour machen. Und ein bisschen kreativ sein im Wald. Ich habe mir eine kleine Fika vorbereitet mit einem Forest Matcha Latte. Und da freue ich mich drauf. Alles, was ich gemacht habe, lief darauf hinaus, irgendwann in einem Planungsbüro zu arbeiten. Das ist der Berg, an dem ich mich die letzten Jahre jedes Jahr im Frühjahr fit gemacht habe für den Sommer. Mein Trainingsberg. Und da geht's jetzt hoch. Mich hat die Pflanzenwelt schon immer fasziniert und so habe ich jede Möglichkeit genutzt, um mein botanisches Wissen zu vertiefen. Als es dann nach Schweden ging, bin ich auch hier vorerst diesen Weg weitergegangen. Mein Ziel ist es, mit jedem Mal etwas schneller zu werden, die Geschwindigkeit jedes Mal ein bisschen weiter nach oben zu schrauben. Das trainiert Ausdauer und Beinmuskulatur. Heute kann ich die Geschwindigkeit aber nicht anziehen, weil ich nämlich jetzt mein ganzes Gepäck mit dabei habe. Stativ, Kreativ, Ausrüstung, Fika. Und das ist aber auch ein ziemlich gutes Training. Wir sehen uns oben. Dieser Berg war jedes Jahr mein Training, um mich körperlich und mental auf meinen physisch extrem fordernden Sommerjob vorzubereiten, den ich 3 Jahre lang gemacht habe. Ich habe an der Universität von Umeå gearbeitet und habe für ein Klimaforschungsprojekt in den Bergen kartiert. Ich bin oben angekommen. Für diesen Job und die Möglichkeit, einen Fuß nach Schweden zu bekommen, habe ich sogar in Deutschland mein Masterstudium abgebrochen. Damals habe ich Umweltplanung und Ingenieurökologie studiert. Ich habe einen begehrten Studienplatz an einer Elite-Uni aufgegeben, um meinen eigenen Weg zu gehen. Doch manchmal gibt es Tage, da bereue ich diese Entscheidung. Denn alles, was ich seitdem in Schweden versuche, will einfach nicht so richtig gelingen. Ja, jetzt ist mein Magnet vom Mikro abgefallen. Das ist nicht so schön. Oh, gefunden.
Von der saisonalen Anstellung ging es dann in die kreative Vollzeit-Selbstständigkeit. Und mit den Jahren bemerkte ich, wie sehr ich die Absicherung durch einen Job vermisse. Die Belastung, nicht zu wissen, wie lange ich dieses Leben noch tragen kann, nimmt mit jedem weiteren Jahr zu. Ich habe hier in Schweden sehr viel über mich selbst gelernt, was ich brauche, um leistungsfähig sein zu können, wie mein Organismus funktioniert und welche Stärken mein Charakter mit sich bringt. Dass ich mich mit meinen eigenen Bedürfnissen, Stärken und Schwächen auseinandersetzen konnte, ist das Wertvollste, das ich hier in Schweden erfahren durfte. Ich bin hierher gekommen in den Wald, weil ich aktuell nicht so richtig weiß, wo mir der Kopf steht. Was gerade am aktuellsten ist in meinem Leben, sind Jobbewerbungen. Das ist hier gerade mein kreatives Chaos. Ich mag es aber gerade so, wie es ist, denn ich fühle mich gerade wirklich sehr kreativ, auch wenn das alles ein bisschen chaotisch aussieht. Aktuell habe ich mich wieder auf eine Stelle beworben, wo ich einfach unglaublich sehr hoffe, dass ich da zumindest mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werde. Ich suche ja jetzt schon seit, ich glaube, 3 Jahren immer mal wieder nach Jobs. Ich habe ja mich eigentlich schon von dem Gedanken verabschiedet, mal einen Job zu finden, der auch zu mir passt. Und jetzt, wo aber diese Ausschreibung rausgekommen ist, ja, da bin ich eigentlich wirklich jeden Tag am Zittern, weil es einfach ein Job wäre, der 1000% auf mich passt und der auch einfach eine Atmosphäre hätte, wo ich keine Angst haben müsste, mit meinem Sein und mit meinem Charakter. Und gerade versuche ich einfach extrem fest daran zu glauben, dass ich eingeladen werde. Ich habe die Bewerbung erst vorgestern rausgeschickt, deswegen ich habe jetzt noch nichts gehört. Das ist höchstwahrscheinlich auch noch normal. Ja, ich beschäftige mich gerade sehr intensiv damit. Ich entwickle Ideen, die ich mitbringen könnte zu einem potenziellen Bewerbungsgespräch. Ich möchte mich einfach schon bestmöglich darauf vorbereiten und mich einfach mit dieser Stelle identifizieren, was mir auch mein schwedisches Sprechvermögen sehr stark vereinfacht, weil ich eben sehr viel auf Schwedisch denke und gerade auch sehr viele Stunden am Tag mit einer Lern-App Schwedisch lerne. Also das ist eine richtig super App, da kann man mit einer KI reden, aber es gibt unglaublich viele verschiedene Szenarien, die man durchspielen kann und man muss sich immer in verschiedene Rollen versetzen und dann eben spontan sprechen. Es gibt zum Beispiel auch einen Anrufmodus, wo man dann eben mit der KI telefoniert. Das mache ich sehr gerne, weil es nimmt mir auch die Angst vor Telefonaten und vor spontanem Sprechen. Jag är Osiris, dödsrikets härskare och det eviga livets gud. Berätta, vad vet du om mitt rike? Jag vet inte så mycket om ditt rike. Kan du berätta mer? Mitt rike är en plats för fred och förnyelse. Skogen är en helig plats full av liv och uråldrig visdom. Berätta, hur påverkar skogen dina tankar och känslor när du besöker den? När jag besöker skogen, då kan jag direkt slappna av och mina tankar lugna ner. Jag hittar inte rätt ord att beskriva vad jag känner just nu. Oh, ich habe das gar nicht aufgenommen. Ja, das mache ich gerade den ganzen Tag über in meiner kreativen Blase. Auch wenn ich noch keine Einladungen zu Interviews bekommen habe, versuche ich mich dennoch so gut es geht darauf vorzubereiten, wenn es dann passiert. Ich versuche daran zu glauben, ja, dass ich die Chance bekommen werde. Und ja,
Also es ist gerade auch absolut überhaupt nicht leicht, darüber zu reden, weil ich einfach so krass viel Pech damit hatte in den letzten Jahren. Und deswegen sitze ich hier und versuche mich irgendwie ja, ich weiß es nicht, ich versuche einen klaren Kopf zu bekommen. Das Leben fühlt sich gerade so chaotisch an, aber alles gut. Das muss wohl so sein. Alles hier ist kein Zeichen der Hoffnungslosigkeit oder dass ich irgendwas aufgebe, sondern es sind einfach Prozesse, die man als Mensch immer wieder durchläuft. Ich bin ja nach wie vor dafür, immer wieder zu zeigen, dass es Hochphasen gibt, dass es aber auch eben Tiefphasen gibt, weil die Hochphasen ohne die Tiefphasen nicht überleben können. Und ich habe es zwar schon 100-mal gesagt, ich sage es aber noch das 101. Mal. Es besteht kein Bedarf daran, solche Phasen fixen zu müssen. Es geht einfach nur darum, das Ganze wahrzunehmen und zu schauen, was dahinter liegt, was man braucht in dem Moment. Und ja, darum geht es im Leben. Alright, ich denke, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Es wird jetzt hier schon ganz schön frisch im Wald. Und ich möchte es mir noch ein bisschen auf der Couch gemütlich machen. Also ab nach Hause. Doch ich habe auch den Eindruck, dass es mit all diesen Erkenntnissen immer schwieriger wird, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. So sehr ich es genieße, mit guten Freunden Zeit zusammen zu verbringen, so sehr laugt es mich auch immer wieder aus. Das ist, glaube ich, das Typische, wenn man introvertiert ist, dass man einfach keine Energie dadurch gewinnt, dass man mit anderen Menschen Kontakt hat. Es macht Spaß auf jeden Fall, aber es ist einfach total auslaugend und energieraubend. Und es ist zugleich eine sehr große Herausforderung im introvertierten Leben, weil ich einfach ständig das Gefühl habe, dass ich so viele Pausen im Leben brauche und mich das alles daran hindert, überhaupt voranzukommen im Leben. Es dauert immer wieder so lange, bis ich wieder Energie gefunden habe, um neue Projekte anzugehen und Dinge weiterzuführen. Und dann ist die Energie wieder so schnell aufgebraucht. Das macht auch die Jobsuche extrem schwierig, denn da ist es ja genau das Gleiche, dass ich mir diese Pausen, die ich eigentlich brauche, um leistungsfähig zu sein, dass ich mir die eigentlich in den meisten Jobs gar nicht nehmen kann. Und so irre ich umher, auf der ständigen Suche nach meinem Weg. Ich versuche immer wieder geduldig zu sein und die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich versuche immer wieder kleine Dinge zu tun, die mir ein gutes Gefühl schenken und mich kurzzeitig von der Last auf meinen Schultern ablenken. Solche kleinen Pausen der Kreativität wie diese hier holen mich für einen Moment aus meinen Sorgen heraus.
merchant change, but your face remained the same. The sorrows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. Ich habe mir letzte Woche eine kleine Videopause genommen. Und das hatte auch einen Grund, denn ja, es ist ja einfach immer so, dass das, was ich hier auf diesem Kanal zeige, nur ein kleiner Ausschnitt ist aus meinem ganzen Leben, was wirklich so alles passiert. Und ich zeige lange nicht alles. Und es ist einfach normal, dass neben all dem Positiven, was ich jetzt in der letzten Zeit gezeigt habe, eben auch Sachen passieren, die sind nicht so schön und die ziehen mich runter. Und das ist eben jetzt auch wieder passiert. Und deswegen wollte ich mir einfach Zeit für mich selbst nehmen, weil ich aus diesen Emotionen heraus keine Videos drehen wollte. Die hätten dann keine schöne Energie gehabt. Und da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, mich dann offen preiszugeben und die Angriffsfläche zu sein für Besserwisser. Und deswegen habe ich mich einfach selbst geschützt. Ich habe mich in den letzten Monaten intensiv mit Jobs auseinandergesetzt, mit Jobmöglichkeiten. Und ich hatte mich auf 3 Stellen beworben, in die ich große Hoffnungen gesetzt habe. Bei einer Bewerbung bin ich dann in die 2. Runde gekommen und habe dann einen arbeitspsychologischen Test gemacht. Logiktest und Verständnistest war mit drin. Danach habe ich dann aber relativ schnell die Absage bekommen, dass ich nicht weitergekommen bin. Dann hatte ich noch 2 andere Bewerbungen offen und letzte Woche am gleichen Tag kamen dann eben auch die Absagen für diese beiden Jobs direkt, ohne Begründung. Ja, und das erinnert mich wieder an die Zeit, als ich vor 4 Jahren angefangen habe, mich wieder in Deutschland zu bewerben. Das habe ich 2 Jahre lang versucht und leider ebenfalls erfolglos. Und ich frage mich dann sehr oft, wie das eigentlich sein kann, dass es so schwierig ist, einen Job zu finden, der zu einem passt und wo man sich auch selbst gut dabei fühlt. Ja, und deswegen hat mich das extrem runtergezogen, weil ich wieder gemerkt habe, es ist extrem schwierig, Fuß zu fassen. Sowohl hier in einem Land, wo ich die Ausländerin bin, als auch in meinem ursprünglichen Heimatland. Und das ist nicht leicht zu durchstehen. Also da werfen sich mir immer wieder Zweifel und Fragen auf. Aber nichtsdestotrotz, ich habe keine andere Wahl, als es weiter zu versuchen und weiter nach vorne zu gehen. Ich habe 2 Tage lang an meinem neuen Video geschnitten, das jetzt fertig war, bis auf das Voice-Over. Ich wollte das Video packen, also abspeichern als Projektdatei. Während dieses Vorgangs ist der Laptop stehen geblieben und plötzlich hat er sich von alleine selbst neu gestartet, wegen eines Problems, das aufgetreten ist.
Und dann konnte ich die Projektdatei nicht mehr öffnen. Das heißt, mein komplettes Video ist verloren gegangen. Die komplette Arbeit von gestern und heute ist umsonst gewesen. Mein Kopf explodiert gerade, ich habe Kopfschmerzen. Und jetzt muss ich das ganze Video nochmal neu machen. Es ist ja nicht so, dass ich kein anderes Leben habe, was ich organisieren und unter einen Hut kriegen muss. Jetzt muss ich diese komplette Arbeit ein zweites Mal machen. Zumal ich mich auch noch daran erinnern muss, wie ich die ganzen Schnitte gemacht habe, welche Musik ich genutzt habe und wie ich das ganze Video überhaupt aufgebaut habe. Alles muss ich jetzt nochmal neu machen. Kann es nicht irgendwas geben in diesem Leben, was mal gut geht? Ja. Trotz Kopfschmerzen ziehe ich es noch am selben Abend durch und reproduziere das komplette Video. Es muss sein, denn das hier ist aktuell meine einzige Einnahmequelle. Dennoch gibt es eine kleine Neuerung, die mir jetzt in den Sinn gekommen ist, was diesen YouTube-Kanal betrifft. Bisher hatte ich immer die Schwierigkeit, dass ich versucht habe, jedes einzelne Video einem bestimmten Thema zuzuordnen, weil ich gelernt habe, dass das sinnvoll wäre für den Algorithmus, damit der Algorithmus meine Videos ausspielt. Es funktioniert aber seit einer Zeit lang nicht mehr wirklich gut. Und deswegen möchte ich jetzt einfach versuchen, meine Videos als kontinuierliche Geschichte zu erzählen, was es ja eigentlich auch schon ist. Aber ich versuche einfach mehr, diese Geschichte fortlaufend zu erzählen. Und deswegen möchte ich jetzt auch versuchen, die Titel dementsprechend auszurichten. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das hier als kleinen neuen Start ansehe für eine neue Serie. Natürlich geht mein Leben einfach so weiter wie bisher auch. Aber die Serie ist neu und da es in meinem Leben sehr, sehr stark darum geht, meine Wurzeln zu finden und herauszufinden, wo der eine Platz ist, wo ich hingehöre. Dieses Thema begleitet mich mein Leben lang, denn ich war immer schon rastlos und habe mich nie so wirklich zugehörig gefühlt und habe auch nie so wirklich diesen Ort gefunden, wo ich sagen konnte, das ist mein Hafen. Es ist auch mit diesem Ort hier so, dass ich mich nicht 100% angekommen fühle, was damit zu tun hat, dass ich hier sehr oft über meine Grenzen hinausgehen musste und so viele Erfahrungen gemacht habe, die mich extrem gefordert haben und Dinge, an denen ich bis heute zu zehren habe, die ich bis heute noch nicht aufgearbeitet habe, die ich jetzt aber auch nicht noch mal bis ins Detail ansprechen möchte. Aber es gibt einfach sehr viele Baustellen, die ich hier mit mir rumschleppe. Und deswegen fühlt sich dieser Ort leider für mich nicht so an wie ein sicherer Hafen. Das ist es einfach nicht. Und ja, ich bin nach wie vor einfach auf der Suche. Das wird sich aber im Laufe der Videos einfach weiter ergeben, wohin diese Reise führt und was mir alles so vorschwebt. Dazu möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber aus all diesen Gründen ist mir in den Sinn gekommen, dass ich diese Serie Finding Roots nennen möchte. Und das ist die kleine Änderung, die es jetzt geben wird, die kleine Neuerung. Man wird jetzt immer in meinen Videotiteln diesen kleinen Zusatz Finding Roots mit einer Nummer, mit einer fortlaufenden Nummer finden, die das Ganze hier als kleine Serie kennzeichnet und die einfach darstellt, wie ich mit allem, was ich mache,
zu meinen Wurzeln zurückfinden kann oder dahin finden kann, ja, wo ich Wurzeln schlagen kann. Wie auch immer das aussieht, das weiß ich nicht. Das ist jetzt meine Idee, die mir Hoffnung gibt, die mich ja, motiviert, weiterzumachen, trotz aller Schwierigkeiten. Und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der meiner Geschichte weiterhin folgt und dran bleibt. Und ja, auch wenn dieses Video jetzt vielleicht ein bisschen langweilig war, weniger Action, dann hoffe ich trotzdem, es hat dir gefallen und ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.